Wann öffnet sich Laos wieder? Oder kann man als Tourist nach Laos einreisen? Das sind wahrscheinlich die am meisten gestellten Fragen von euch in letzter Zeit an mich. Und bislang hatte ich nie eine Antwort darauf, aber heute habe ich eine Antwort darauf. Und ja, wenn du wissen willst, ob und wann du hier nach Laos einreisen kannst und was da alles dranhängt, dann bleib dran. Hallo und sonnige Grüße aus Laos. Wenn du das erste Mal hier auf dem Kanal bist und wissen willst, wie das Leben in Laos aussieht oder was hier einfach so abgeht in Laos, dann lass doch direkt mal ein Abo da. Ja, wie gerade eingangs schon gesagt, wird mir häufig die Frage gestellt, kann man nach Laos einreisen oder wann kann man wieder nach Laos einreisen? Und bislang hatte ich nie eine Antwort darauf, aber heute, ganz druckfrisch, gibt es eine Antwort darauf. Es gab nämlich ein Announcement von der Regierung dahingehend. Und ja, aufgrund der Aktualität will ich euch das natürlich auch nicht vorenthalten. Eigentlich wollte ich ein anderes Video heute veröffentlichen, aber ja, das verschiebe ich dann halt einfach ein bisschen. Also, das Wichtigste zuerst. Laos öffnet sich zum 1. Januar 2022, also in 2 Wochen. Das Ganze findet statt in einem 3-Stufen-Modell, in einem 3-Phasen-Modell. Also die erste Phase beginnt halt zum 1. Januar. Und dann die zweite Phase zum 1. April 2022 und dann die dritte Phase zum 1. Juli 2022. Die Einreise kann nur stattfinden über den internationalen Airport in Vientiane und über den Landweg, über die Friendship Bridge in Vientiane, also zwischen Laos und Thailand. Ja, natürlich gibt es auch diverse Restriktionen, die eigentlich so ziemlich das gleiche sind wie in Thailand noch vor 2 Monaten. Also das heißt, man muss vor Einreise mindestens schon 14 Tage vollständig geimpft sein. Des Weiteren muss man vor Einreise einen PCR-Test gemacht haben, der maximal 72 Stunden alt ist. Und des Weiteren muss man eine Krankenversicherung abgeschlossen haben, die eine Deckungssumme von mindestens 50.000 US-Dollar beträgt. Zudem muss man auch noch eine App runterladen, und zwar die Laos Stay Safe App. In der App muss man noch seine Impfdaten hinterlegen. Ich habe mir das schon mal angeschaut. Also es gibt da nichts zu sehen, weil sie ist nicht in meinem App Store vorhanden und ich konnte auch nicht die APK-Datei irgendwo finden, dass ich mir die App anderweitig runterladen konnte. Also ich glaube, die kommt noch, die App. Ich nehme es zumindest jetzt einfach mal stark an. Ich weiß es aber nicht, ich habe dazu noch nichts gehört. Das sind grundsätzlich erstmal die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um einzureisen. Wer darf denn nur einreisen? Auch dazu gibt es eine Liste von Ländern, die einreisen dürfen. Ich lese das mal eben vor, welche Länder das sind. Und zwar sind das Touristen aus den Ländern China, Vietnam, Kambodscha, Thailand, Malaysia, Singapur, Südkorea, Japan, Frankreich, England, Deutschland, Niederlande, Spanien, Italien, USA, Kanada und Australien. Ja, also Touristen aus diesen Ländern dürfen denn jetzt ab dem 1. Januar hier in Laos einreisen, allerdings nur in geführten Gruppentouren. So sieht das jetzt die erste Phase vor. Und zwar dürfen sich diese geführten Touristentouren nur in den sogenannten Lao Travel Green Zones bewegen. Und wo die sind, das erzähle ich euch natürlich auch. Also, es gibt 2 Arten von Zonen. Einmal die Green Travel Zone und einmal die Green Travel Trails. Jetzt in der ersten Phase ab dem 1. Januar sind das Vientiane, die Hauptstadt, Luang Prabang Provinz und Van Vieng District in der Vientiane Provinz. Und dann über die nächsten Monate, also über die nächsten Phasen hinweg, werden diese Zonen natürlich erweitert. Es gibt auch in der ersten Phase einige Green Travel Trails. Und zwar gibt es wohl Green Travel Trails in Udomsai, Sayaburi, Sengkwan, Khammouane und Champasak. Ja, wo da genau, ich habe keine Ahnung. Ich denke, da muss man sich dann an entsprechenden Tour Agencies wenden, um da irgendwie Informationen zu bekommen und halt, ja, sowieso seine Reise zu planen, um nach Laos zu kommen. Es heißt des Weiteren, dass in diesen Zonen eine Impfrate von 70% vorhanden sein soll unter der Erwachsenenbevölkerung. Ich weiß, dass jetzt momentan landesweit die Impfrate bei knapp über 40% liegt. Ich glaube so zwischen 40 und 42%. Nagelt mich da nicht fest, aber ich glaube so in dem Bereich liegt das. Wie die Impfquote jetzt in diesen einzelnen Zonen ist, das weiß ich nicht, aber
Wenn hier von 70% geredet wird, nehme ich an, dass der Wert irgendwo in diesem Bereich liegen wird. Oder zumindest da sein wird, wenn dann wieder Tourismus empfangen wird. Zudem heißt es übrigens, dass alle Einrichtungen, also touristischen Einrichtungen, eine Impfrate von mindestens 95% vorweisen müssen. Also alle Hotels, Restaurants, die Tour-Operator natürlich, die Fahrer, also alles, was irgendwie am Tourismus dranhängt. Das Personal, das muss halt eine Impfrate von mindestens 95% nachweisen. So sieht das aus. Also, das ist quasi die Info des Tages, die gute Nachricht des Tages. Ihr könnt also wieder nach Laos reisen. Ja, es hängt halt ein bisschen was dran, aber so ist das halt aktuell, ne? In Thailand war es jetzt zuletzt nicht anders und trotzdem sind relativ viele Touristen da eingereist. Also Laos nimmt sich da quasi ein bisschen Beispiel dran und ja, folgt dem Ganzen jetzt. Und Laos hat es auch ehrlich gesagt bitter nötig. Also der Tourismus hier, der ist stark gebeutelt, generell die Wirtschaft ist stark gebeutelt. Also ich bin momentan in Van Vieng und hier sind fast keine Touristen. Also wenn ich hier in die Stadt gehe, dann sehe ich vielleicht mal 2, 3 Touristen und das war es dann auch. Also dann, ja, wenn ihr Lust habt nach Laos zu kommen ab dem 1. Januar, dann holt schon mal eure Koffer oder Rucksäcke vom Dachboden, entstaubt sie und kriegt eure Reisepässe klar und dann kann es bald losgehen. Wenn euch das halt noch ein bisschen zu viel ist, ein bisschen unsicher ist, naja, dann schaut einfach immer mal in die laotischen Nachrichten. Denn ab dem 1. April, was dann möglich ist, beziehungsweise ab dem 1. Juli, dann müsste ja eigentlich weitestgehend alles wieder möglich sein. Hoffen wir zumindest mal. Hoffen wir mal, dass der Superbösewicht Omikron uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. Also, fingers crossed dafür. Das war's dann jetzt auch erstmal wieder von mir. Ich hoffe, das waren gute und wertvolle Infos für euch. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch gerne ein Abo. Und ansonsten verlinke ich euch auch noch mal ein paar Videos hier, wo ich mir sicher bin, dass ihr Spaß daran habt. Also vor allem, wenn ihr Freunde von Laos seid. Also dann, macht's gut, passt auf euch auf und bis bald. Erstmal.